Und ich habe Angst. So wie jeder Mensch Angst hat. Ich habe aber nicht nur Angst. Ich habe auch Freude, Wut, Traurigkeit, Ekel und ganz viele andere Gefühle. Alle Gefühle sind gute Gefühle, die uns auf etwas aufmerksam machen und uns helfen wollen. Heute möchte ich euch über meine Angst erzählen. Angst gibt es schon genauso lange, wie es uns Menschen gibt. Bereits unsere Vorfahren hatten Angst. Und das war auch damals schon wichtig. Nur durch das Gefühl der Angst konnten sie sich zum Beispiel vor einem zähnefletschenden Säbelzahntiger schützen. In gefährlichen Situationen bringt uns Angst dazu, entweder zu kämpfen, die Flucht zu ergreifen oder zu erstarren. Je nachdem, was gerade am besten passt und schützen könnte. Ich stelle mir vor, dass meine Angst eine Hündin ist, die auf mich aufpasst. Winsel! Das war knapp. Ruhig, schon vorbei. Gut hast du das gemacht. Danke. Sitz. Da ist sie auch schon. Das ist Winsel, meine Angst. Normalerweise kann nur ich sie sehen. Aber jetzt mache ich eine Ausnahme. Sie ist ganz aufgeregt, weil sie euch kennenlernen darf. Hey, willst du mit mir spielen? Stöckchen werfen? Fangen? Verstecken? Winsel, sie wollen jetzt nicht spielen, sondern etwas über dich erfahren. Erzähl doch mal, was du alles drauf hast. Ich bin Friedas Wachhündin. Seit Frieda auf der Welt ist, beschütze ich sie vor Gefahren. Gucci, Gucci, ja, wo ist sie denn? Na, wo soll sie sein? Am Mond? Wenn eine Gefahr droht, dann belle und knurre ich, damit Frieda aufmerksam wird und auf sich Acht gibt. Man könnte auch sagen, ich bin Friedas innere Alarmanlage. Zum Beispiel schlage ich Alarm, wenn Frieda bei Rot über die Straße gehen möchte. Ich als Angst bin dafür zuständig, dass sie sich vor den schnellen Autos fürchtet und deshalb abwartet, bis die Ampel wieder grün ist. Das Fürchten spürt Frieda auch in ihrem Körper. Ihr Herzschlag und ihre Atmung werden schneller. Ihre Muskeln spannen sich an, sie beginnt zu schwitzen und zu zittern und die Pupillen in ihren Augen werden größer. Ich versetze Friedas Körper in Alarmbereitschaft. Dass sich das unangenehm anfühlt, ist gut so, denn dadurch vermeidet Frieda Gefahren oder kann in gefährlichen Situationen rasch reagieren. Wenn nötig, warne ich Frieda sogar schon bevor etwas passiert. Auf diese Weise bewahre ich sie zum Beispiel davor, sich zu verletzen. Ich passe also in allen Lebenslagen gut auf meine Frieda auf. Ja, aber manchmal übertreibst du es auch mit deiner Aufpasserei. Winsel passt leider so gerne auf mich auf, dass sie regelmäßig Fehlalarm schlägt. Upsi. So hat Winsel auch schon in Situationen gebellt, die gar nicht gefährlich waren. Zum Beispiel letzten Sommer im Schwimmbad. Oder wenn ich eine Spinne entdecke. Oder wenn ich nachts aufs Klo muss. Winsel macht dann, dass ich mir die schlimmsten Dinge vorstelle. Das ist ganz schön stressig und eigentlich total unnötig, weil Winsel das alles ja nur erfunden hat und diese Situationen in Wirklichkeit gar nicht gefährlich sind. Winsel begleitet mich auch in meinen Träumen. Wenn sie es dort übertreibt, ist es besonders doof. Denn wenn wir träumen, fällt es uns noch schwerer, Vorstellung und Wirklichkeit zu unterscheiden. Manchmal wache ich vor lauter Angst auf und kann nicht mehr einschlafen. Schon gut, Winsel. Aber du musst noch viel lernen. Winsel kann gefährliche und ungefährliche Situationen noch nicht so gut unterscheiden. So wie alle Hunde und Hündinnen muss auch Winsel erzogen werden. In kleinen Schritten lerne ich ihr, wann es angemessen ist, Alarm zu schlagen und wann nicht. Wenn sie richtig liegt, lobe und belohne ich sie. Gut gemacht, Winsel. Danke. Wenn sie falsch liegt, gebe ich ihr ein klares Kommando, sich zusammenzureißen.
Winsel, stopp! Meistens erkläre ich Winsel, warum sie falsch liegt. Dadurch helfe ich ihr, meine Kommandos besser zu verstehen und ungefährliche von gefährlichen Situationen in Zukunft auch selbstständig unterscheiden zu können. Schau, wie lieb die ist. Die tut mir nichts. Also kannst du beruhigt sein. Durch viel Übung sind Winsel und ich mittlerweile ein eingespieltes Team. Winsel versteht meine Kommandos immer besser und es braucht oft gar nicht viel, um mich verständlich zu machen. Wenn Winsel zum Beispiel zu knurren anfängt, weil ich in der Schule an der Tafel rechnen muss, gebe ich ihr einfach ein kleines Zeichen, das niemand merkt. Oft haben wir zwei aber auch richtig viel Spaß miteinander. Vor allem, wenn ich Friedas Nerven kitzeln darf. Das fühlt sich aufregend und irgendwie angenehm an. Beim Verstecken im Dunkeln. Beim Achterbahnfahren. Beim Gruselfilm schauen. Jawohl, solange du es nach dem Gruselfilm nicht wieder übertreibst. Winsel, stopp! Das war nur ein Film und hat nichts mit dem echten Leben zu tun. Wir sind in Sicherheit. Hätten wir den Film nicht gesehen, würdest du jetzt nicht nach Geistern suchen. Schau, wir hatten unseren Nervenkitzel. Aber jetzt möchte ich schlafen. Magst du dich zu mir kuscheln? Bin ich froh, dass es Winsel gibt. Ohne meine Winsel würde ich wohl ziemlich gefährlich leben und bei Abenteuern keine Aufregung spüren. Trotzdem ist es wichtig, die Angst zu erziehen, damit sie keinen Unfug treibt. Wir alle haben Angst, aber bei jeder und jedem zeigt sie sich anders. Wie geht es dir mit deiner Angst? Wie heißt sie und wie sieht sie aus? Wann fürchtest du dich? Wann kitzelt sie deine Nerven? Hast du ihr schon beigebracht, wann sie Alarm schlagen darf und wann nicht? Hört sie auf deine Kommandos? Erzähl doch mal!